Da ist Simone auf ihrem Thron und Simone, ja, sie sitzt tatsächlich auf einer Kassettentoilette, das kann ich mal zeigen. Die ist aber komplett modifiziert. Sag mal, Simone, du kommst dir nicht ein bisschen blöd vor, oder? Doch, ich mache mich aber ja gern zum Affen für dich. Denn hier vorne sind ganz viele Leute, die gucken dir jetzt gerade zu. Ja, du könntest so den ganzen. Ich kann euch die mal ausleihen für 5 Stunden. Da kann ich hier sitzen bleiben. Da habt ihr noch viel mehr Aufmerksamkeit. Wir überlegen mal. Ihr überlegt mal, ja. Weißt du, was das hier ist? Ja, also jetzt ist es eine, Moment. Geh mal ruhig rüber. Das ist eine Trenntoilette. Eine Trenntoilette. Du darfst jetzt mal. Ja, das ist eine Z-Wort. Aber jetzt eine Trenntoilette. Ja, wir werden das gleich mal erklären. Genau. So, wenn du mal so lieb bist, komm mal runter, dass du dich nicht mehr zum Affen machen musst. Wir haben hier 2 findige Jungs. Woher kommt ihr? Aus Hamburg. Du bist Vorname? Sven. Echt? Ich auch. Sehr, sehr schön. Und du? Carsten. Sven und Carsten haben was Tolles erfunden. Das ist eine Tedford Kassettentoilette. Was ist das für eine? Das ist eine Tedford C200. Okay. Und was habt ihr gemacht? Das sagt der Sven. Sven, erzähl, was habt ihr gemacht? Wir machen aus den Z-Ford Chemietoiletten Trenntoiletten. Dafür haben wir einen Einsatz erfunden. Wo hast du den? Wo liegt er? So, einen Einsatz erfunden. Du weißt, was eine Trenntoilette ist? Ja. Klär mich auf. Es gibt quasi 2 Behälter sozusagen, einmal fürs Feste und einmal fürs Flüssige. Ja, nicht nur Behälter, sondern wir haben das Sitzteil dementsprechend auch umgebaut. Das heißt, wir nehmen die Bowl ab und tauschen dann das Innenleben von der Z-Ford aus und machen daraus dann und packen da unser Innenleben rein. Wie ihr seht, das ist getrennt. Vorne kommt das Flüssige rein, hinten fällt das Feste einfach runter. Und das, was wir oben trennen, müssen wir unten natürlich auch getrennt haben. Dafür haben wir die Trennkassette erfunden. Das heißt, hier vorne fällt das Feste rein in den Beutel, kann mit Streu quasi überstreut werden, damit es dann trocken wird, damit es eben auch nicht riecht. Das Flüssige geht über einen Schlauch hier hinten in den Urintank rein. Das ist auch trennbar, sodass ich den Urin separat von dem Festen auch entleeren kann, weil ich dann dementsprechend auch keine Chemieentsorgungsstellen mehr suchen muss. Und ich brauche auch kein Wasser mehr an der Stelle. Jetzt mal damit ich das verstehe. Das kann jeder Laie selber umbauen? Ja, dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten, sind je nach Modell 10 Schrauben, die man lösen muss und auch 6, die man wieder festmachen muss. So, das heißt, wenn das Video gut läuft, dann machen wir einen Deal. Ich kriege nämlich jetzt einen neuen, was kriege ich denn jetzt? Mit Trenntoilette einen, helf mir, Hümer-Gruppe Etrusco. Ja. 600 DF. Wahrscheinlich eine 220er drin. Eine 220, ja, was jetzt? Du weißt das besser als ich. Die da. So, die ist da drin. Der Deckel hier. Und ich sag mal, ich wollte schon immer mal eine Trenntoilette haben. Ja. Jetzt ist aber, ab Werk sind ja immer Chemietoiletten verbaut, beziehungsweise Kassettentoiletten. Genau. Man kann ja auch Chemiezusätze, aber das riecht sie funktionieren, aber man muss ganz oft tauschen. Riecht hier was? Prinzipiell nein. Dadurch, dass der Urin separiert ist vom Fäzis, so heißt das im Fachjargon, entstehen keine Gerüche. Das heißt, am Anfang entstehen natürlich immer Gerüche, wenn man sein großes Geschäft macht. Das ist nun mal bei jedem so. Aber durch das Streu wird es dann trocken und dadurch, dass es dann trocken wird, riecht es dann im Prinzip nicht mehr. So, jetzt sind ja Männlein und Weiblein anatomisch anders. Das hast du wahrscheinlich Bienchen und Blümchen gehört und so weiter. Meine Frage dazu, klappt das für Mann und Frau? Da gibt es ja verschiedene Einsätze. Also ich habe 2 Kinder, 2 Mädchen und eine Frau. Und die haben das hier jetzt auch getestet. Das ist schon die 2. Version. Die erste Version hatten wir zu klein gemacht. Deswegen haben wir die 2. Version hier den Trichter deutlich größer gemacht, sodass die Trefferfläche für die weiblichen Benutzerinnen dann dementsprechend auch größer wird. Und mittlerweile ist das Feedback draufsetzen, lospinkeln, funktioniert. Also ich finde die scheiße, weißt du warum? Ja. Man kann nicht im Stehen pinkeln. Das ist richtig. Das ist der WAF, der Woman Attractive Faktor. Der sorgt nämlich dafür, dass die Männer nicht mehr im Stehen pinkeln können. Finde ich eine gute Erfindung. Ja, okay, ich nehme es aber zurück. Ich finde die natürlich toll, denn ich pinkel nämlich in den Wohnmobilen tatsächlich nicht im Stehen, weil die Pinkelspritzer, es gibt so eine spezielle Lampe, kennst du die? Die müsst ihr mal einführen. Damit man das sichtbar machen kann. Unvorstellbar, ja. Ja, ekelhaft. Also, das ist da. Jetzt mal eine Frage, wenn ich jetzt nicht, aber wenn du jetzt ein gut bestückter Mann bist, ja, und hast ein langes Glied, kommt das da mit dem Boden dran? Je älter, desto länger, also der Hoden zumindest habe ich mal gehört, man kann dagegen kommen. Also das haben wir auch schon als Feedback gekriegt, wird aber nicht als schlimm empfunden an der Stelle. Echt? Ist das nicht schlimm? Nein. Wenn du so mit der Spitze da unten berührst? Für mich nicht. Okay, alles klar. Aber dazu musst du schon ein richtiges... Ach so, du kommst dagegen, ich verstehe.
okay. Das hast du jetzt gesagt. Hab ich jetzt gesagt. So, das heißt, wir haben eine ganz normale, diese Toilette ist ja millionenfach verbaut, oder? Richtig, das ist die 200er, also der 200er Sockel. Und wir können also auch die ganzen alten Chemietoiletten, die in irgendwelchen Campern, Wohnmobilen, Wohnwegen drin ist, diese 200er, die so länglich ist, auch die können wir umbauen. Da tauschen wir allerdings die gesamte Bowl aus, haben dafür einen Adapterring noch erfunden. Das heißt, das ist der alte Sockel, die 220er Bowl mit unserem Einsatz und Deckel für die 220er. Und dementsprechend mache ich aus einer 200er uralt Kassettentoilette mache ich eine 220er Kassettentrenntoilette und sieht auch noch modern aus. Also das ist ja jetzt eine Trenntoilette. Wie sieht Richtig. die Chemietoilette vorher aus? Also jetzt mal rein. Da vorne ist eine drin. Da ist tatsächlich schon umgebaut. Ist schon umgebaut, echt? Ja. Sollen wir mal reingucken? Das ist ja krass. Das heißt, ihr habt hier jetzt eine Trenntoilette drin. Sorry. Ja, aber die ist ja. Du kannst ruhig drin bleiben. Warte mal kurz. Wir zeigen nur mal ganz kurz. Die ist umgebaut. Da Ja, siehst du nichts von außen, oder? Bitte? Nein. Nix. Das ist ja die Idee. Auch wenn man Schwenkbäder hat oder irgendwie Verschiebebäder oder ähnliches, dann soll das ja eben genau so bleiben. Das soll ja von der Funktionalität innen drinne. Wir zerstören im Badezimmer gar nichts. Das ist krass. Und jetzt bist du ja hier am Stand von Clever. Das ist ein Ja. Hersteller. Genau. Und die unterstützen das. Die sagen, das ist Clever gut. hat das tatsächlich in die Preisliste mit aufgenommen. Das heißt, Nee, hier kann man Clever, genau die Awinger Trenntoilette, Kassettentrenntoilette, kann bei Clever von Werk ab mit bestellt werden. Okay, das heißt, du hast dir den Porsche 918 schon bestellt. Absolut nicht. So, Das kann ja. komm mit. Du fährst Scania. Sehr geil. Wollt So. ihr auf der Rückseite noch mal sehen? In der Serviceklasse aussieht? Auf jeden Fall. Also ich wollte schon immer mal ein Klo. Jetzt wo du gleich Ja. das Fahrzeug zeigen musst. Und da wollen wir das auch mal zeigen. Denn der Sven, das kann ich mir gut merken übrigens. So sieht das Ganze aus auf der Rückseite. Das heißt, auf der Kassette bleibt der Kassettenschacht. Wir ändern nichts dran. Wir klemmen das Wasser ab und mit dem Wasserschlauch und dem Strom kann man letztendlich sogar noch irgendwie eine Außendusche mit reinbauen oder ähnliches, was man da haben möchte. Oder man klemmt es eben komplett ab. Die Kassette, das ist noch die erste Variante der Kassette, die wird einfach ganz normal reingeschoben, so wie die vorherige Kassette auch. Das Volumen von der Pipi-Kassette? 7,5 Liter reicht für im Mittel 24 Toilettengänge, je nachdem wie viel Bier oder Wein man getrunken hat. Okay, also 24 Liter. Jetzt habe ich gehört, wenn das nicht dicht ist, stinkt's. Das Urin. Stimmt nicht. Im Prinzip nicht, aber wir sind dabei, auch tatsächlich eine Membran noch mit dazu zu bauen, damit man die letzten Kritiker dann eben auch noch... Ja, habe ich nur gehört, weil Leute sagen hier... Wollen wir zu mir ins Auto gehen, kannst du dir angucken. Kannst du angehen? Nee, ich Und glaub's ja. riechen. Ich glaub's ja. Also das ist auch in bei mir Ordnung. im Auto. So, komm, wir zeigen das mal. Jetzt gibt's ja so, ich sag mal, Menschen finden ja immer alles ganz schlimm, wenn es ein bisschen was kostet und nicht nach viel aussieht. Die Entwicklung hat lang gedauert, oder? Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren dabei. Wir haben uns zum Patent angemeldet und ja, letztendlich haben wir mit 3D-Druck angefangen und jetzt geht das Ganze in die professionelle Produktion, haben mittlerweile für die Sitzteile und auch für die Kassetten 2 Lieferanten, damit wir da auch eben nicht von einem abhängig werden an der Stelle. Weil Gut, du die hast doch keine Nachfrage ist Angst. heftig. Du hast doch keine Angst, dass Tedford da selber auf die Idee kommt, weil die bauen die Dinger ja. Nö. Ihr habt ja ein Patent jetzt. Setford verdient doch mehr an der Chemie als an allen anderen. Aha. Würde ich denken. Wenn das alles so beliebt ist mit Trenntoiletten, das habe ich ja jetzt auch schon mitbekommen, warum werden dann noch so viele Chemietoiletten eingebaut und wie sehen die vorher aus? Das würde mich auch mal interessieren. Also bevor ihr die jetzt umbaut, wie sehen die da? Ja, jetzt waren wir hinten, da liegt das Originalteil noch tatsächlich, das liegt unterm Auto dort. Das ist im Prinzip die Schüssel und dann ist da ein Einsatz drin. Also einfach nur dieser Einsatz und den nehmen wir ja raus, den tauschen wir aus, diesen Einsatz, der da drin ist. Der sieht doch genauso aus. Der hat genau die gleiche Form. Und Trichter. Magst du den mal ganz kurz holen, dass Sie den einmal kurz zeigen? Dann Gehst mal. läuft quasi alles in einen Behälter. Genau, alles in einem, es vermischt sich, riecht ganz lecker. Da kommt Chemie rein. Chemie. Ja. Nee, okay. So, und das ist das Ding. Und Ja, jetzt, aber warum verbaut man die dann noch so oft? weil es gut funktioniert. Also für mich in der Praxis ist eine Chemietoilette absolut ausreichend, wenn du die richtig behandelst, genug Chemie reinmachst und so weiter. Es wechseln ist ein bisschen eklig, aber du hast eine große Autarkie. Also ich komme alleine damit ungefähr mit der großen Kassette von... Ich habe keine Tedford, ich habe eine Dometic-Toilette und ungefähr 2 Wochen. Also das ist... Warum wird die jetzt immer beliebter, diese Trenntoiletten? Oder warum ist die Nachfrage dafür? Weil man eben weniger Wasser verbraucht, eben gar kein Wasser. Das heißt, das bisschen Wasser, was ich im Auto habe, nutze ich dann eben für Kaffee kochen, duschen oder sonst was und spült sich mehr die Toilette runter. Es gehen immer 150 bis 300 Milliliter pro Spülgang gehen eben in die Toilette. Und das ist natürlich Quatsch dann eigentlich. Und dazu ist, ich brauche dann eben keine Entsorgungsstation mehr suchen. Ich kann es eben überall entsorgen, mehr oder weniger. Ne? So sieht das Original aus, wenn man es aufklappt. Also das Ding ist natürlich nicht hier oben drin, das ist das Und
Magnetventil. Gespült, ne? Genau, und hier wird immer gespült, da vorne kommt das Wasser normalerweise raus. Und dementsprechend, das unterscheidet sich eben von dem Sitzteil, was da oben liegt. So, jetzt werden die Leute sagen 1200 €, da ist ja viel Geld drin, da sind allein schon 200 € Mehrwertsteuer drin. Dann ist das Ganze, wie ich sehe, Glasfaser. Was habt ihr gemacht? Nee, das ist aus Kunststoff. Aus Das Kunststoff. wird tatsächlich aus Kunststoff produziert, im Rotationsspritzverfahren. Gut, da kostet allein die Form Kostenvermögen, oder? Genau. Ein sechsstelliger Betrag für die Form. Dadurch, Nochmal, dass wir hier sag das nochmal bitte. ein sechsstelliger Betrag für die Formen. Okay, das heißt, du musst ein paar verkaufen, bis sich das überhaupt mal lohnt, oder? Definitiv, ja. Ihr seid auch im Zwischenhandel drin, also im Großhandel? Ja, wir sind bei Camping Wagner momentan noch gelistet oder schon gelistet. Raimo und Co. wollen natürlich auch ganz gerne, aber wir sind jetzt erstmal mit den Herstellern auch unterwegs. Insofern hier jetzt bei Clever und versuchen es natürlich dann über den Markt direkt reinzubringen. Aber jeder, der eine Toilette hat, kann sich bei uns oder bei Clever melden. Bei Clever natürlich auch oder bei Camping Wagner es einfach kaufen. Sven, wir haben ein Servicevideo gedreht. Wie kriegt man verpisste gelbe Toiletten problemlos wieder komplett weiß? Ja, indem man unseren Trennsatz reinbaut. Nee, soll ich so sagen? Weil der wird ja... Achso, die werden nicht gelb, oder wie? Was? Nein, wenn du jetzt vorne immer wieder reinpinkelst, irgendwann werden die ja mal gelb. Bisher nicht. So. Aber ich sag mal, wenn ihr eine gelbe Klobrille habt, die gelb ist, weißt du, was funktioniert? 100%. Was sagst du? Cola? Nee, es ist Backofenreiniger. Ah, okay. Jetzt Du machst den rein, sprühst den drauf und alles wird wieder weiß, weil du rubbelst und rubbelst und rubbelst, es bleibt gelb, machst Backofenreiniger, ein bisschen einwirken lassen, abreiben, fertig, geht. So, ich habe dich kennengelernt, wie heißt dein Laden? Arwinger. Arwinger, ich zeig's mal gerade. Du heißt Sven Arwinger. Nee, ich heiße Sven Mahn, aber mittlerweile, dadurch, dass ich auch YouTube-Videos gemacht habe, wird man gerne als Herr Arwinger betitelt und ich nehme das auch an. Sehr schön. Also wenn ich den kriege, ich schreibe dich an, aber nur wenn das Video funktioniert, wenn es mehr wie, sagen wir mal, 250.000 Aufrufe kriegt, okay? Wenn es die kriegt, dann kommst du nach Hamburg und dann baue ich die höchstpersönlich ein. Ja, das kostet ja zu viel. Ja, das ist, wenn ich nach Hamburg. Aber ich komme oft nach Hamburg. Also ich bin jetzt Wenn du in Hamburg bist, dann- in Flensburg drehe ich ganz oft im Moment, Tiny-Häuser und so. Und dann Wir machen wir sitzen in das. Langhorn, direkt an der A7, keine 10 Minuten entfernt. Insofern, Und ich drehe noch bei Wheelhouse. Die haben wir jetzt, die bauen gerade neu und sind gerade dran. Die machen diese Wohnwagen. Ja. Diese kleinen, Ja, diese ohne Mini-Wohnwagen. Toilette, oder? In Hamburg. Mit Toilette teilweise. Ja, Toiletten sind drin. Muss mal hingehen. Wheelhouse und die können wir auch alle umrüsten. Sven, ich bedanke mich bei dir. Ich nehme an arwinger.de oder was habt ihr? arwinger.de. So, sehr schön. Also arwinger.de und wenn ihr mault, das Ding ist zu teuer, baut euch doch einfach eine Form. Oder baut es doch selber aus GFK. Hier vorbei. Ja, kommt hier vorbei. Ja, so. Dankeschön. So, vielen Dank fürs Einschalten und Abonniert Jam Television. tschüss.